Der Bürstner Liseo TD 680G Harmony Line. Ja, zusammen mit Patricia. Hallo Patricia, grüß dich. Hi Sven. Ja, es ist ein Teilintegrierter von Bürstner. Er ist Silber. Er heißt Harmony Line und wir werden gleich mal zeigen, wie viel Platz man in so einem Fahrzeug haben kann, wenn man ganz bestimmte Dinge berücksichtigt, wie zum Beispiel ein zentrales Hubbett. Das bedeutet also, der Platz geht nicht verloren für ein Bett, was man mitschleift, sondern man hat einen riesen Wohnraum. Das werden wir gleich mal zeigen. Von der Seite übrigens hier ganz schön zu sehen, ein Fahrradträgersystem, was man rausziehen kann. Das habe ich selber montiert von Vitec. Kommen aus der Nähe vom Bodensee und die bauen solche Systeme, die ich einfach rausziehen kann und dann kann ich die Fahrräder einfach aufladen und komme auch sehr gut dran. Das ist so. So sieht er von der Seite aus. Das sind auch noch einige Zubehörteile. Wenn man dann, ich sag mal, das noch komplett sichern möchte, da kannst du hier so eine Radkralle drauf machen. Siehst du die? Die ist dann komplett mit drauf und ja, Tische und so weiter. Gibt für die Anhängerkupplung gibt es dann auch noch Fahrradträger und so weiter. All das haben wir da. Ja, und das ist dann die ganz große Garage, die ich dann habe noch. Trotzdem ich ein Raumkonzept habe, was hinten kein Bett hat. Guck mal, was da oben drin ist. Du weißt, was es ist? Das ist der, wir haben es letztes Mal, wo wir so gesagt haben, aha, oder wollen wir es innen zeigen? Wir zeigen es innen. Wir zeigen es innen, ja. So. Und das ist dann die ganz große Garage, die ich dann habe. Da sind dann die Verzooösen mit dabei. Und ja, das bleibt dann trotzdem nochmal. Und wenn du mal gerade, oder ich zeige es mal gerade an der Seite, ich habe einen zentralen Verschluss, der mit dabei ist. Das heißt, ich muss nur mal einmal verschließen und dann werden automatisch innen alle Schlösser dann mit verschlossen. So, wir gehen am besten mal rein, da zeigen wir es mal. Hier oben habe ich so einen Aufbau mit drauf, der das Ganze dann sehr, sehr groß macht. Ich habe ein Fiat Ducato mit drauf und ich habe ein wirklich ganz tolles Raumkonzept, was wir gleich mal zeigen werden, wie das Ganze funktioniert. Inklusive diesem ganz großen Panoramafenster, was mit drauf ist. Und ja, das ist jetzt nochmal die zweite Tür von der Garage, die mit dabei ist. Da sehe ich also, wie viel Platz ich hier habe und ja, mit wie viel Liebe das Ganze auch verarbeitet ist. Wir gehen mal rein. Hier habe ich jetzt mein Fahrzeug und hier sieht man direkt, der Krach ist weg von draußen. Der wird gerade gebaut bei Palmowski, wo wir gerade hier filmen. Das Raumgefühl, was man hier hat, in Verbindung mit dieser Face-to-Face-Sitzgruppe, ist unvorstellbar. Das ist wirklich gigantisch, oder? Ja, also man merkt hier gar nicht, dass da oben drüber noch ein Hubbett zu finden ist. Und ich finde, das ist wirklich super gemacht. Das haben auch mehrere Wohnmobile, dass die quasi unter dem Hubbett eine Beleuchtung haben. Das ist halt super praktisch einfach. Ich zeige es mal gerade, hier vorne sieht man es wirklich sehr gut. Hier habe ich jetzt nicht nur, ich sag mal, eine Sitzgruppe, ich habe eine riesige Couch, die mit dabei ist. Du kannst das hintere Polster mal hochheben. Genau, denn da kann man nämlich den Fahrersitz umbauen. Du kannst dich noch daran erinnern, noch das letzte Mal. Ich habe bis jetzt immer nur zugeguckt, aber wir können das ja mal gerne versuchen. Genau, wir können das mal probieren. Den kannst du rausnehmen. So, und dann ist nämlich unten drunter verbirgt sich der Sitz. Das kennen wir nämlich schon. Es geht auch ruckzuck, kann man es umbauen. Klappe mit dabei. Und den Sitz kannst du einfach rausziehen. Kannst den fertig machen. Nee, du musst ihn einmal entriegeln. Nee, an der Seite, guck mal. An der Seite, ganz hinten. Da ist so ein kleiner Regler. Genau, einfach drehen. Dann kannst du ihn rausziehen. So, und da kannst du dich jetzt einfach mal draufsetzen. Setz dich mal drauf. Das ist ziemlich ungemütlich, oder so? Bisschen hart, oder? Ja, Es würde aber gehen. So, aber jetzt kann man Folgendes machen. Mach mal. Jetzt kann man nämlich die Polster dort einfach hinten drauflegen. Einmal nach unten. Einmal zur Seite. Nee, nein, einfach mal drehen. Dreh's mal um. Na, nee, das ist das Seitenpolster, was hinten an die Wand kommt. Ach so, okay. Okay? So dann. Genau, das könnte zum Beispiel hier vorne einfach, nee, hier vorne stehen. Am besten nimmst du es mal weg. So, haben wir es an der Seite, das brauchen wir im Moment nämlich nicht. Und jetzt kannst du einfach die beiden unteren Polster, die sind jetzt relevant. Das eine ist das Sitzpolster. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Nee, das ist zu groß. Man kriegt übrigens eine Einweisung noch. Nee, guck mal gerade unten das Polster. Das braune kleine. Nee, was hinten auf der Bank liegt. Das kommt wahrscheinlich unterm Popo. Das könnte passen. So rum, genau. Guck mal gerade den Gurt noch rausnehmen. Der ist auf deiner Seite, der Gurt. Innen. Nee, das Gurtschloss. Heb mal hoch. Jetzt guck mal nach unten. Jetzt bin ich komplett verwirrt.
Da. Siehst du? Da ist das Gurtschloss. Wenn du das einfach kurz rausziehst, dann einfach reindrücken. Genau, jetzt ist das fest. Und jetzt kannst du sehen, die Rückenlehne ist, glaube ich, das hier. Das da? Nee, ich glaube, das ist drunter. Das da. Ja, das ist, glaube ich, die Rückenlehne. Und die müsste jetzt genau da reinpassen. Und jetzt hast du nämlich einen vollwertigen Sitzplatz mit Anschnallgurt mit dabei, den man natürlich einmal nach vorne ziehen muss, dann kannst du dich anschnallen. Am besten nimm ihn nochmal zurück, zieh mal den Gurt raus. So. Und das wäre jetzt für die dritte Person, also wenn ich jetzt Leute mitnehmen würde, könnten die sich komplett hier anschnallen und sind sogar noch was Interessantes zur Fahrtrichtung. Also die kriegen sogar noch was mit, haben ein eigenes Fenster mit dabei, wo sie rausgucken können. Das ist schon praktisch. So, jetzt hätte ich gern einmal, dass du es zurückbaust. Okay. Das ist geil. Das haben wir auf der Messe gesehen, gell, das System mit dem. Ja, und die Verkäufer dort, die haben das so schnell gemacht. Es ging. Also wir brauchen es, glaube ich, nicht zu verstecken, wie wir es machen. Interessant ist immer, Patricia, wenn man es einmal gemacht hat, gell, dann da weiß man ungefähr, wie es geht. Und dann geht es beim nächsten Mal auch schnell. Hier ist Klett mit dabei. Industrieklett. Jetzt weiß der schon, wie man es verstellt. Genau, also das da wird dann in die andere Richtung. Einfach runter. Und ich finde das System so genial, weil du den Sitz überhaupt nicht bemerkst. Ja. Der ist natürlich mit der Karosserie verbunden, sicher, So, jetzt muss ich wie es auch sein muss. überlegen, die hellen Polster waren hier. Ich glaube, die dunklen, die liegen unten. Die hellen sind hinten an der Wand. Bist du sicher? Ja, ziemlich. Weil, guck mal, wenn du hier auf der Seite guckst, da sind die dunklen unten, siehst du? Ach, stimmt. Stimmt, gell? Und ich glaube, dass der Reißverschluss nach unten, dass man den nicht sieht. Guck mal. Also so rum. Nee, ganz nach unten. Also wenn das das Polster ist, dann ist das wahrscheinlich das rechte Polster, was du gerade in der Hand hältst. Ja. Das ist das rechte. Nee, stopp, falsch rum. Das ist ja das Bodenpolster. Mach das mal gerade hier hin, auf die Seite. Das da. Nee, das braune, genau, dahin. So, jetzt haben wir das erste, hätten wir jetzt schon mal. Dann ist der Reißverschluss nach unten, genau. Ist für den Rücken. Nee, der Reißverschluss nach unten. Genau, einmal drehen, gegen genau, im Uhrzeigersinn. Aber da ist der Reißverschluss. Ja, probier mal, ob es denn jetzt geht. Da ist da so ein Klett dran. Guck mal gerade, wo der Klett ist. Und der müsste ich dann würde wahrscheinlich nach sagen, unten, so. gell? Nee, drehen, einmal 180 Grad. Okay. Nochmal drehen und jetzt unten dagegen. Passt. Ah ja. So, und jetzt das gleiche nochmal reinlegen. Das ist die Frage. Nee, es war falsch rum. Das heißt, das Teil hier kommt auf die rechte Seite. Jetzt machen wir es einmal richtig. Das kommt also hier hin. Ja, also hier das braune hier kommt auf die rechte Seite. Okay. Würde ich jetzt mal so sagen, weil nämlich da diese Einbuchtung war. Könnte passen. Dann wahrscheinlich das da drüber. So, dann Ah ja, guck mal, weil hier ist auch diese Einsparung. da ist die Ecke, gell? Genau. So, und jetzt das zweite Polster nehmen. So könnte es sein, wobei ich glaube, dass das wahrscheinlich auf der rechten Seite ist, gell? Oder geht's? Nee. Ne, es geht, gell? Ja, bingo. Setz dich mal hin. Ich glaube, wenn man es zweimal macht, also wenn wir jetzt sagen würden, wir machen es jetzt nochmal, man lernt bei jedem Mal dazu und wirst immer schneller, gell? Ja, ich denke schon. Also wenn man das 2-3 Mal gemacht hat, dann kann man das wahrscheinlich auch richtig schnell, so wie die Verkäufer auf der Messe. Hier vorne ist übrigens auf der rechten Seite, das haben wir gesehen, da ist das gleiche nochmal in grün. Hier kann ich, glaube ich, sogar 2 Sitze machen, die man dann umstellen kann. Ich glaube, hier ist, glaube ich, ein Beckengurt, wenn man will. Aber hier ist auf jeden Fall, siehst du, unten an dem schwarzen, da ist nochmal ein richtiger Sitz mit drin. Ja. So, jetzt kann man sich hier hinsetzen. Wenn ich mal auf die andere, warte, ich zeige dich mal gerade, wenn du da mal kurz sitzen bleibst. Ja. Da ist die Patricia, hallo. Hallo? So, jetzt kannst du dich auch hinfläzen. Du kannst dich aber auch mal hier auf den Beifahrersitz setzen und einfach mal die Beine hoch machen, dass man mal sieht, wie viel Platz man hat. Genau, wir müssen gleich aufs Hubbett hoch, hilft nichts. So, und jetzt könnte man hier sehr schön, nämlich Television gucken. Das ist nämlich hier, da ist das Fernsehen eingebaut. Da vorne sieht man es sehr schön. Hier oben sind es nochmal die Bedienung von der Truma und so weiter und so fort. Ja, ist schon so von der Verarbeitung her, vom Komfort her, ist schon was anderes wie das, was wir eben gesehen haben. Das rechtfertigt wahrscheinlich auch den etwas höheren Preis dafür. Und jetzt kommt die Besonderheit,
natürlich, das habe ich auf der Seite. Hier habe ich dann eine richtige gegenüberliegende Sitzgruppe. Und da haben wir dann einen Tisch, den ich auch nochmal verdoppeln kann. Wenn du das mal kurz probierst. Das letzte Mal nämlich gelernt, letztes Mal war der Tisch sogar, nee, also einfach mal genau raus. Fall, ne? Stimmt, du hast vollkommen recht. Verbreitern. So, jetzt ist der relativ tief, oder? Ja, da ist der Tisch. Und da gibt es eine Besonderheit, der ist nicht elektrisch, sondern er ist mechanisch und hat eine ganz tolle Mechanik mit drin. Mach mal vor. Einfach hochziehen, gell? Genau. Dann kommt der Tisch nämlich hoch und dann hast du eine Schiene gefunden, die man einfach rausziehen kann. Die ist hier an der Seite und wir kriegen gerade mal Hilfe, denn das Hubbett hat nämlich auch eine Sicherung. Das zeigen wir gleich mal. Und jetzt habe ich einen riesen Tisch an der Seite und habe meine Face-to-Face-Sitzgruppe, riesengroß, wo ich dann arbeiten kann und so weiter. Und hier, ja, da sieht man es, wenn man hier öffnet, da ist das Schloss drin, ist natürlich abgeschlossen. Man kann es aber auch dauerhaft entriegeln, gell? Das kann man natürlich auch, selbstverständlich, ja. So, dann mach's mal wieder auf. Genau. Und ja, erstmal vielen, vielen Dank. Wir zeigen dann gleich mal das Hubbett und kurze Hilfe, denn wir haben gerade eben 5 Minuten lang gesucht, ja, wie es funktioniert, aber es gibt für alles einen Trick. Komm mal raus, Patricia. Jetzt muss man erst den Tisch wieder einklappen, dass man mehr Platz hat. Dann muss man die Seitenpolster abnehmen, das kennst du ja schon, dass es ganz runterkommt. Einmal ziehen. Vielen Dank erstmal. Sehr gerne. Der Kollege hat geholfen, der hat nämlich einen Schlüssel gehabt. Wir können es jetzt runterfahren, gell? Genau, das probieren wir gleich mal. Ja. So, und die anderen rechts auch, guck mal, die muss auch. ja. Genau, einmal kurz hinlegen. Das wäre jetzt übrigens, dass man ganz bequem einsteigen kann bis ganz unten. Am besten legst du die mal auf den Tisch. Da kann man unten nämlich tatsächlich noch ein weiteres Bett bauen, das habe ich erfahren. Und jetzt kommt's. Da ist der Schalter, Schlüssel steckt und fahren wir das Hubbett runter. Jetzt geht's, gell? Ja. Es war so einfach. So, und jetzt kann man wirklich komplett ebenerdig einsteigen. Wahnsinn. Ja, da ist noch ein Polster. Fass nochmal hoch. Fass mal hoch und nimm mal gerade das Polster weg. Da unten, da liegt noch, glaube ich, eins. Genau, einfach mal am Boden. Hier ist ja sauber. Ja. So, und jetzt mal das Hubbett ganz runterfahren. Und jetzt kommt nämlich die große Besonderheit. Wenn ich mal kurz draufsetzt, man kann jetzt wirklich ganz normal sich draufsetzen und Ja. habe statt dieser riesen Wohnlandschaft ein mega großes Bett. Ja, das stimmt. Krass. Also das ganze Auto besteht eigentlich nur noch aus Bett. Ja. Was ich ziemlich cool finde, ist, dass dieser Stoff hier, der sich automatisch zieht, der macht dir so einen cleanen Charakter. Das heißt, bist nicht von einem Fahrzeug umgeben, sondern bist in der richtigen Schlafatmosphäre drin. Also eine ganz andere Atmosphäre, die sich wandelt. Ja, ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Richtig cool. Ich zeige dich mal komplett, dass wir das mal sehen, denn der richtige Wow-Effekt kommt nämlich jetzt gleich. Wenn wir das nochmal zurückbauen. Genau, komm nochmal runter. Ich kann jetzt richtig schön, jetzt kann ich aber eins machen. Das Besondere dabei ist, komm mal runter, fahr mal das Bett ungefähr in die Mitte. Ja. Also so, wie du noch maximal sagen würdest, so kann ich noch gerade so mit leben. Jetzt vom Liegen? Na, ruhig noch ein bisschen höher. Höher, 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 stopp. So würde ich sagen, das würde gehen. So, jetzt kannst du mal über die Sitze hinten mal hochkrabbeln. Du bist ja gelenkig und jung. Ansonsten würde man nämlich auch die Leiter hier holen. Die kann man hier einhängen. Ich hoffe, das geht noch. Kommst du drauf? Nee. Nee. Du könntest aber mal hier hinkommen. Komm mal zu mir. Ich habe nämlich eine Idee. Ich überlege gerade, wie mein kleiner Sohn jetzt drauf käme. Der würde wahrscheinlich sich. Nee, der würde nämlich zuerst mal hier drauf gehen. Guck mal da rechts auf das Sofa. Ja. Genau, gehen wir da mal mit dem rechten Fuß drauf. Halte ich oben mal fest dabei. So, und jetzt gehen wir mit dem anderen Bein drauf. Auf die Küche. Bingo. So, und jetzt könntest du theoretisch auch. Hat's wehgetan? Nee, alles gut. Alles gut. Das ist jetzt schon eng, ja. Ja, also gerade hier oben, man hat es ja jetzt auch gerade schön gesehen, schlägt man sich dann immer gerne den Kopf an. Das wäre jetzt zu eng, oder? Für dich? Ja, vielleicht noch ein Ticken tiefer, aber
ich sag jetzt mal für kleinere Kinder oder da wäre das bestimmt noch optimal. So, ich mach mal gerade eins. Ich fahre dich mal gerade einen Ticken runter, weil du wiegst nur 51 Kilo. So, und das wäre jetzt zum Beispiel die Position. Jetzt ist viel schöner. Jetzt ist angenehmer, ja. Jetzt angenehmer. Jetzt kann man sich auch nicht mehr in den Kopf stoßen. Und jetzt ist hier unten noch so viel Platz, dass man diesen Bereich, den man nochmal zum Bett umbauen kann, dass man da nämlich nochmal drin schlafen kann. Und man kann sogar noch zur Not, wenn du mal kurz runterkommst, ist wahrscheinlich auch der Ausstieg wesentlich einfacher, auch von der anderen Seite. Ja. Sag mal die andere Seite. Man kann nämlich in jeder Position das Bett einfach stoppen. Und dann, jetzt geht's und jetzt könntest du theoretisch noch hier sitzen oder ist es jetzt zu eng? Jetzt zu eng, gell? Nein, das würde nicht mehr gehen. Wird nicht mehr gehen. Aber man könnte hier schlafen noch, hier unten. Ja, Das würde gehen, gell? Ja, ja. So, jetzt fahre ich nochmal hoch, dass wir das mal sehen. Patricia, bleib mal da. Warte, ich leg mal gerade das Mikro ab. Und da sind wir jetzt und es werde Licht. Ja, also so in dieser Höhe könnte ich dann sitzen. Ah, das Raumkonzept ist schon... Das ist Bombe. Also es ist, wie du bereits gesagt hast, das Bett nimmt an sich einfach so viel Platz weg, aber dadurch, dass es halt an der Decke ist, hat man hier super viel Platz für den Wohnraum, für den Essbereich. Aber wenn man dann halt schlafen möchte, kann man das Bett einfach runterfahren und das ist halt dann auch nochmal richtig, richtig groß. Mach mal hier bitte nochmal ran, dass wir nochmal diese Sitzgruppe sehen, denn das ist, glaube ich, ganz vielen Leuten ganz, ganz wichtig, dass sie, ich sag mal, keine Sitzgruppe haben wie im normalen Wohnwagen. Jetzt bist du wieder am Rätseln. Das war, glaube ich, doch hier. Ich glaube, das ist alles eine Frage der Übung. Ich glaube, das Weiße ist das Klett. Ist jetzt auch egal. Also auf jeden Fall, da kommt ein Einzelteil hin. Genau. Und das Weiße muss nach unten. Guck mal. Das Weiße? Das Weiße ist der Klett, der muss nach unten. Genau, aber der kommt auf die andere Seite. Ne? Ja. So. So. Und so. Ja, Harmony Line. So, und jetzt habe ich hier ein gegenüberliegendes, wenn du das rechts mal drehst um 180 Grad, dann müsste es, glaube ich, genau passen. Da sind nämlich oben, siehst du die Reißverschlüsse nach oben. Und das Weiße ist jetzt oben, gell? Gut, gehen wir grad. Also so rum. So, jetzt ist es richtig drin. So, jetzt könnte man nämlich theoretisch, wenn du mal gerade dich auf den Fahrersitz setzt, und jetzt könnte auch der Fahrer zum Fernsehen gucken, einfach mal die Beine da hinlegen. Man könnte sie auch auf den Tisch legen, aber das machen wir jetzt nicht. Nee, das macht man nicht. Gut ist, wenn man sitzt, das hast du, glaube ich, schon festgestellt, dann kann man die Armlehnen runter machen. Das stimmt. Die kann man auch verstellen, die sind jetzt ein bisschen zu hoch. Wenn man nämlich so einfach sitzt, will ein bisschen Fernsehen gucken. Hier unten ist ein Rädchen. Ich muss immer die Richtung überlegen. Das merkt man, gell? Ja, das macht irgendwann... Nee, wenn du das etwas entlastest, dann geht es einfacher. Okay. Ein kleines bisschen hochziehst Ja. und jetzt drehst. Ah ja, Siehst du? tatsächlich. Genau. Okay. Und jetzt geht's runter, gell? Ja. So, und jetzt ein bisschen Druck drauf übst, siehst, jetzt geht's runter. So, so ist doch schick, oder? Ja. Prima. Und jetzt kommt das Besondere, das Raumgefühl, wenn man hier sitzt. Wenn du mal gerade da vorne mal zur Küche gehst, da sieht man es nämlich jetzt ganz gut, wie viel Platz ich hier in dem Haus habe, in dem kleinen. Ich kann tanzen hier in dem Wohnmobil. Ist wirklich so. Tolles Raumgefühl und ja, du hast eine ganz offene Küche, wie man das heute hat, auch im Wohnraum, gell? Ja. Großer Kühlschrank mit drin. Und jetzt kommt's. Das Bad. Das Bad, nicht nur das Bad, was ein richtiges Raumbad ist, sondern Der Kleiderschrank. der Kleiderschrank. Der ist wo? Erstmal ein Riesenspiegel. Und hinter diesem riesigen Spiegel, Verbirgt sich der wohl größte Kleiderschrank, den man sich vorstellen kann. das stimmt, auch hier mit Schubladen. Und die kann ich auch komplett rausfahren. Ein Riesen, guck mal oben da, die Stange, die du hast. Das heißt, du kannst ja optional, kannst du das ja auch rausnehmen und hast einen riesigen normalen Kleiderschrank. Das ist schon krass groß, Das ist oder? schon echt gut gelöst, aber
Diesen großen Kleiderschrank habe ich halt, weil mir hier hinten das Bett fehlt. Also das habe ich ja dann im vorderen Bereich und deswegen ist es hier möglich, einen riesen Kleiderschrank zu machen. Das fehlt mir nicht, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde es richtig klasse, das Konzept. Also wenn man weiß, okay, ich habe die Bettauflagen jetzt oben drauf, die kann ich ja nachts oben liegen lassen. Genau. Habe einen mega großen Spiegel, der den Raum nochmal ultra erweitert. Ja, das stimmt. Jetzt mal gerade mal hier gucke und da sieht man sich und habe einen großen Kleiderschrank, habe ein riesiges Raumbad, was ich zumachen kann. Genau. So, Feierabend, hier kann ich auch zumachen, wenn mal Gäste kommen und so. Habe eine große Toilette, habe ein großes Waschzimmer, nochmal mit Spiegel. Genau, da ist nochmal ein Spiegel. Medikamentenschrank. Ich glaube, das hier ist da was Gefragtes. Also, dass du auf so einer kurzen Länge so viel Raum hast. Ja, das stimmt. So, und jetzt krass, die Dusche. Guck mal. Die ist halt natürlich dann dadurch auch nochmal richtig groß. Die ist riesig, oder? Also hier kann man eigentlich schon duschen wie zu Hause. Auch super stylisch einfach gemacht, die Dusche. Und hier oben so ein kleines Fensterchen. Und wie gesagt, ich bin 1,67 und ich habe hier nochmal viel Platz nach oben. Hier habe ich noch eine Stange fürs Handtuch oder für nasse Klamotten, die man dann da dranhängen kann. Ja, schick. Und einen mega großen Spiegel. Ja, Ja, eigentlich ein tolles Raumkonzept. Wenn ich jetzt hier allein mal hier reingucke, wie groß der Platz ist, den ich habe. Toll gemacht. Ja, jetzt wollen die Leute bestimmt wissen, was es kostet. Und wir gehen immer raus zum Preisschild, weil am Ende des Tages muss man natürlich auch ein bisschen Geld dafür hinlegen. Aber für das Raumkonzept muss man wirklich sagen, haben sich die Leute viele Gedanken gemacht. Hier ist es. Der Bürstner Liseo TD 680G Harmony Line. Preis, wie hier steht, ist 67.200 Euro. Ja, 67.200 Euro sind wir natürlich knapp, ich sag mal 20.000 Euro teurer als die günstigen Einstiegsmodelle, die wir gesehen haben. Aber das Raumkonzept ist doch deutlich anders. ja, das stimmt. Ja. Wenn ihr Lust habt, wir sind bei Palmowski und ja, hier steht er und auch ganz, ganz viele andere. Wir haben auch für dieses Video kein Geld bekommen und auch keinen Anreiz oder irgendwas anderes. Und trotzdem sollen Sie mal wissen, was es kostet. Ansonsten ja, bei jedem Bürstner Partner oder natürlich bei Palmowski, wo wir auch heute gedreht haben. Tschüss!